It's horrible. It's very thought-provoking. That's all we do. So he's very aware of the difference of movies and in real life. Einst war sie der strahlende Mittelpunkt Hollywoods. Ihr Name stand für Lachen, Charme und unvergleichliche Schönheit. Von der süßen und naiven Toni Simmons in Cactus Flower, der Rolle, die ihr einen Oscar einbrachte, über die verwirrt, aber charmante Judy Benjamin in Private, Benjamin bis hin zur glitzernden, aber verletzten Elise Elliott in The First Wife Club. Mit ihrer Anmut, ihrem Humor und ihrer emotionalen Tiefe hat Goldie Hawn Millionen von Herzen erwärmt. Aber Goldie hat heute wieder einmal die Herzen gebrochen. Diesmal mit einem zurückhaltenden Geständnis. Einst erleuchtet von der Berühmtheit und dem Blitzlicht der Kameras, ist ihre Welt zu einem stillen Kampf geworden, den nur wenige gesehen haben. Wie grausam ist es, dass eine Frau, die andere so glänzend beleuchtet hat, nun von einer so schrecklichen persönlichen Dunkelheit umgeben ist? Bleiben Sie dran, wenn wir die Wahrheit hinter ihrem ruhmreichen Leben enthüllen. Eine Reise durch persönliche und berufliche Kämpfe. Bevor wir beginnen, würden wir gerne von Ihnen hören. Auf einer Skala von 0 bis 10, wie würden Sie Goldie Hawn als Schauspielerin bewerten? Sagen Sie es uns in den Kommentaren unten. Ihre Meinung zählt. Bevor sie zur schillernden Blondine mit dem unverwechselbaren Kichern und der strahlenden Präsenz auf der Leinwand wurde, war Goldie Jean Hawn noch ein kleines Mädchen. Sie wuchs in Tacoma Park, Maryland, auf, einem Ort, der ganz anders ist als das Glitzern und Chaos in Hollywood. Am 21. November 1945 wurde sie als Tochter von Laura und Edward Hawn geboren, und ihr frühes Leben schien von außen betrachtet friedlich und unauffällig zu sein. Ihr Vater war Musiker und ihre Mutter war Leiterin einer Tanzschule. Es machte den Eindruck eines Hauses, das von Rhythmus, Disziplin und künstlerischer Förderung geprägt war. Auf der anderen Seite braute sich unter diesem ruhigen Äußeren ein Sturm zusammen, der die emotionale Grundlage von Goldies Leben über viele Jahre hinweg tiefgreifend beeinflussen sollte. Solange sie sich erinnern konnte, kämpfte Goldie mit intensiven und unerbittlichen Angstzuständen. Sie wusste schon lange, dass sie unter Panikattacken litt, und sie spürte, wie sie sich, wie ein unsichtbarer Schatten, an sie heranschlich, ihr den Atem raubte und die Wände näher rückte. Die Dinge, über die sie keine Kontrolle hatte, wie Krieg, Verlust und das Unbekannte, erfüllten sie mit Furcht. Einmal gab sie zu, dass sie als junges Mädchen Angst hatte, nie lange genug zu leben, um so etwas Einfaches wie ihren ersten Kuss zu erleben. In Goldies Fall war die Unschuld ihrer Kindheit nie frei von Sorgen. Niemand war in der Lage, die inneren Konflikte zu erkennen, die sich in dieser Zeit abspielten. Goldies einziger Traum war es, glücklich zu sein, im Gegensatz zu den meisten Kindern, die davon träumten, berühmt zu sein und gelobt zu werden. Als sie erst 11 Jahre alt war, antwortete sie mit ruhiger Klarheit: Nein, ich will nur glücklich sein. Dies war die Antwort auf die Frage, ob sie ein Star werden oder am Broadway auftreten wolle. Ihre Antwort war so schockierend, dass selbst die Erwachsenen in ihrer Umgebung davon überrascht waren. Andererseits war es ein Einblick in die Tiefen ihrer psychologischen Welt. Glück war für Goldie kein Luxus, sondern ein Mittel zum Überleben. Sie hatte eine schwierige Zeit in der Schule. Goldie hatte Mühe, lesen zu lernen, und wurde deshalb in die Lesegruppe gesteckt, die am wenigsten Anstrengung erforderte. Trotz der Tatsache, dass dies eine demütigende Situation für ein sensibles Kind war, war es auch der Beginn der Entwicklung von Resilienz. Sie schreibt ihre Rettung Frau Povich zu, ihrer Lehrerin in der 2. Klasse. Sie führt ihre Rettung nicht auf außergewöhnliche Maßnahmen zurück, sondern vielmehr auf Frau Povichs sanfte Ermutigung und ihren unerschütterlichen Glauben an ihr Potenzial. Povichs sanfter Ermutigung und ihrem unerschütterlichen Glauben an ihr Potenzial. Diese Bestätigung war sehr wichtig. Goldie hat vielleicht zum ersten Mal das Gefühl erlebt, in einer sicheren Weise gesehen zu werden. Bereits im Alter von 3 Jahren hatte sie mit dem Ballett begonnen. Ihre Flucht und ihre Sprache
war für lange Zeit der Tanz. Es ging ihr nicht darum, eine Show für andere Menschen zu veranstalten, sondern sich in Bewegung, Rhythmus und Anmut zu verlieren. Für sie war Tanzen die einzige Aktivität, bei der sie den Lärm in ihrem Kopf abstellen konnte. Sie erfuhr dadurch ein Gefühl der Kontrolle, des Ziels und des Flusses. Schließlich verwandelte sie diese Leidenschaft in ihr erstes echtes Ziel, nämlich die Gründung einer eigenen Tanzschule. Es war nicht möglich, dass Goldie von roten Teppichen oder blitzenden Kameras träumte. In ihren Träumen war sie von Studenten, Musik, Spiegeln und Holzböden umgeben. Doch das Leben hatte, wie so oft, andere Pläne für uns. Als sie 18 Jahre alt war, zog sie nach New York City, um ihren ersten Tanzjob bei der Weltausstellung zu bekommen. Sie tat dies mit einem vorsichtigen Gefühl der Hoffnung. Es sollte ein Moment des Triumphs werden, aber stattdessen stand Goldie ganz allein auf der 10th Avenue. Sie war völlig allein. Eigentlich sollte sie bei einer Gruppe von Leuten bleiben, aber die mussten die Stadt verlassen. Sie hatte weder eine Bleibe noch einen Plan oder ein Sicherheitsnetz. Es war ihre erste Erfahrung mit der Verletzlichkeit, die das Erwachsensein mit sich bringt. Doch selbst inmitten dieses chaotischen Moments brach sie nicht zusammen. Das Problem wurde von ihr gelöst. Nachdem sie ein paar Nächte bei ihrem Tanzlehrer verbracht hatte, suchte sie eine Wohnung und setzte ihr Leben fort. Die stille Widerstandsfähigkeit, die sie in ihrer Kindheit entwickelt hatte, wurde zum ersten Mal auf die Probe gestellt. Kämpfe und Aufstieg zum Ruhm. Goldie fing an, Jobs zu bekommen. Dann fing sie an, kleine Auftritte zu machen. Und dann begann sie vorzusprechen. Ihr wurden die Augen für eine neue Welt geöffnet, aber damit einher ging ein Sturm, auf den sie nicht vorbereitet war. Mit dem zunehmenden Erfolg wuchs auch ihre Angst. Mit der Zeit geriet sie in regelrechte Panikattacken. Es war, als ob ihr ganzer Körper zitterte, ihre Brust sich zusammenzog und ihre Gedanken im Kreis liefen. In ihren Augen war der Erfolg, den andere Menschen als Segen betrachteten, in Wirklichkeit eine Falle. Es ging ihr nicht darum, berühmt zu werden. Es war ihr wichtig, dass sie nicht von der Maschine vereinnahmt wurde. Sie wollte nur Ruhe. Goldie ging mit 21 Jahren zu einem Psychologen, als sie von Angst und Verwirrung übermannt wurde. In den darauffolgenden 8 Jahren beschäftigte sie sich intensiv und oft quälend mit sich selbst. Sie lernte allmählich, mit ihren Ängsten zu leben, sie zu erkennen und durch sie hindurch zu atmen, indem sie sich in Therapie begab und Meditation praktizierte. Dies war keine einfache Lösung. Es war ein langwieriger und friedlicher Kampf. Einen Kampf, den sie im Verborgenen führte, obwohl sich die ganze Welt in ihr strahlendes Lächeln verliebte. Die Ratschläge ihrer Mutter hallten in ihrem Kopf nach. Wenn du dich um eine Stelle bewirbst, solltest du dich vorbereiten. Es sind nicht die Produzenten, die für deinen Erfolg verantwortlich sind. Es geht um die Menschen auf den Plätzen. Du wirst dir deinen Platz verdienen, wenn du es schaffst, ihre Herzen zu gewinnen. Diese Realität erwies sich als ihr Kompass. Goldie hat nie versucht, den Ruhm zu manipulieren. Sie gab dem Publikum die Möglichkeit zu entscheiden, ob man sich an sie erinnern würde oder nicht. Das taten sie in der Tat. Wenn wir zurückblicken, ist das offensichtlich. Die Kindheit von Goldie Hawn war nicht von dramatischen Tragödien geprägt, die Schlagzeilen machen, sondern von einer eher stillen Art des Leidens, die sich durch ihr ganzes Leben zieht. Die Art, die sich in der Psyche manifestiert. Die Art, die sich hinter Lachen versteckt. Die Art, die kein Lob braucht, um ihren Charakter zu stärken. Sie hat das Schlachtfeld nicht nur unversehrt, sondern auch mit einem tiefen Gefühl der Menschlichkeit verlassen. Ihre Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, sollte schließlich ihre stärkste Gabe auf der Leinwand werden. In der Tat, ich bin mit meinen Bands vertraut. Goldie Hawn hatte nicht die Absicht, jemals eine berühmte Person zu werden. Andererseits hat sie diesen Status fast zufällig erreicht. Es war 1909 und 6 hat sie, als sie die Rolle der Toni Simmons in dem Film Kaktusblüte spielte, eine Rolle, die ihren Lebensweg für immer verändern sollte. Die Rolle der naiven jungen Frau,
mit den großen Augen, die sie darstellte, traf nicht nur das Publikum, sondern auch die Akademie. Goldie gewann den Academy Award für die beste Nebendarstellerin. Als sie erst 24 Jahre alt war, ein bizarrer Sieg, von dem sie nicht ahnte, dass er ihr bevorstand. In der Nacht, in der die Sendung ausgestrahlt wurde, hatte sie sich nicht einmal die Mühe gemacht, sie anzusehen. Sie hatte den Eindruck, dass der Anruf ein Scherz war, als sie ihn erhielt. In einer späteren Stellungnahme erklärte sie, ich habe nicht einmal darüber nachgedacht. Einfach gesagt, ich habe gearbeitet. Ich hatte mit meinem Leben weitergemacht. Im Laufe der Jahrzehnte war ihr Umgang mit dem Ruhm von dieser bescheidenen Zurückhaltung geprägt. Goldie vermied häufig das Rampenlicht, im Gegensatz zu den anderen Menschen, die es suchten. Obwohl sie in den 1970 und 1980 Jahren immer bekannter wurde, ging sie jedes Projekt mit Zurückhaltung an. Nicht, weil sie arrogant ist, sondern weil sie den starken Wunsch hat, ihre innere Ruhe zu bewahren. Es war ihr wichtig, dass sie nicht vom System vereinnahmt wurde. Einfach ausgedrückt, sie wollte etwas schaffen, das Bedeutung hat. Etwas, das eher Licht als Druck brachte. Trotzdem war Hollywood nicht in der Lage, ihr Talent zu ignorieren, denn es war unbestreitbar. Es waren nicht nur ihre Schönheit oder ihr Sinn für Humor, die sie zur Hauptdarstellerin machten, sondern vielmehr die Tatsache, dass sie eine zutiefst menschliche Qualität besaß, die sie so anziehend machte. Ihre Darstellung einer verwöhnten Witwe, die der Armee beitritt und eine lebensverändernde Erfahrung macht, war 1980 in dem Film Private Benjamin zu sehen. Diese Rolle, die ihr eine zweite Nominierung für einen Oscar einbrachte, spiegelt Goldies Wandlung im wirklichen Leben wider. Ein Beispiel für eine Frau, die lernt, mit Schmerz durch Humor umzugehen und Stärke darin zu finden, verletzlich zu sein. Das Publikum lachte nicht einfach, sondern erkannte sich in ihrer Verwirrung, ihrem Kampf und ihren Triumphen im Hintergrund wieder. Ihre anschließende Schauspielkarriere umfasste Rollen in Filmen wie Overboard, Death Becomes Her und The First Wives Club. Trotz der Tatsache, dass jede Figur einzigartig ist, sind sie alle auf einer emotionalen Wahrheit begründet. Kämpfe und Lebensveränderungen. Ihre Darstellung von Elise, einer glamourösen Schauspielerin, die mit Alter, Ablehnung und Herzschmerz zu kämpfen hat, war zutiefst autobiografisch, insbesondere in dem Film The First Wives Club. Goldie kannte die Qualen, die damit einhergingen, dass sie nur aufgrund ihres Aussehens beurteilt wurde und sich mit zunehmendem Alter nicht mehr beachtet fühlte. Elise, die eine Karikatur hätte sein können, wurde zu einem aussagekräftigen Kommentar über das Frausein in Hollywood, weil sie all diesen Schmerz in ihre Figur einfließen ließ. Der Moment, in dem sie den Schritt hinter die Kamera wagte, war jedoch vielleicht der mutigste Schritt, den sie in ihrer Karriere je gemacht hat. Aber die Freiheit war die treibende Kraft hinter Goldies Entscheidung, Produzentin zu werden. Sie wollte die Geschichten, die sie erzählte, selbst gestalten, bedeutenden Stimmen Gehör verschaffen und Filme produzieren, die echte Frauen widerspiegeln, die kompliziert, fehlerhaft und in ihrer Unvollkommenheit wunderschön sind. Die Produktionsfirma, für die sie arbeitete, verschaffte ihr Handlungsspielraum in einem Bereich, der ihr diesen häufig zu nehmen versuchte. Es war ein friedlicher Aufstand, der eine völlige Veränderung bewirkte. Im Laufe der Jahre hat sich Goldie Hawn immer wieder gegen Versuche gewehrt, sie einzuengen. Sie strebte nicht nur nach Authentizität, sondern auch nach Ruhm. Und dieses Streben machte sie zu einer größeren Ikone, als jeder Preis es je sein könnte. Wir sind nicht nur Freunde, wir sind auch ein Paar. Obwohl sie Millionen von Menschen glücklich gemacht hat, hat Goldie Hawn hinter den Kulissen mehr als genug zu kämpfen gehabt. In den letzten Jahren hat sich ihr Leben verlangsamt und ist nun ruhiger, schwerer und zuweilen auf verheerende Weise isoliert. Einst war ihr Leben eine Kaskade von glitzernden Premieren, blitzenden Kameras und warmen Ovationen. Obwohl ihr strahlendes Lächeln immer noch präsent ist das Gewicht, das sich dahinter verbirgt, zu etwas angewachsen.
das visuell herzzerreißend ist. Als Goldie im März 2025 die Bühne der Oscarverleihung betrat, war dies ein Moment, der Millionen von Menschen verblüffte und bewegte. Neben ihr war auch Andrew Garfield anwesend. Sie stand einen Moment lang still, bevor sie sich umdrehte, um den Teleprompter zu lesen. Ich konnte die Worte nicht finden. Ihr Grinsen begann zu schwanken. »Ich bin völlig blind«, gab sie zu, mit einem kleinen Lachen, das die Wahrheit nicht verbergen konnte, weil sie so offensichtlich war. »Ja, das bin ich in der Tat. Katarakte sind.« Die Auswirkungen dieses kurzen Satzes waren katastrophal. Dies ist eine grausame Erinnerung daran, dass selbst die hellsten Sterne ohne Vorwarnung von Schatten verschlungen werden können. Die Ironie war grausam für jemanden wie Goldie Hawn, die einst mit ihren leuchtenden Augen und ihrem ausdrucksstarken Charme die Bildschirme erhellte, aber der graue Star ist bei älteren Menschen weit verbreitet. Goldie Hawn war eine Frau, die einst mit ihren leuchtenden Augen die Leinwände erhellte. Plötzlich erschien ihr die Welt, die sie einst so klar wahrgenommen hatte, wie durch eine verschwommene Linse. Außerdem war ihr Sehvermögen nicht das einzige, was sich zu verschlechtern begann. In der Vergangenheit waren die Gegenwart, der Rhythmus und die Nähe die Elemente, die ihre Welt ausmachten. Kämpfe mit Ängsten und Panikattacken. Nicht zum ersten Mal hatte sie das Gefühl, dass sie selbst verschwunden war. Schon lange vor der Diagnose hatte Goldie im Stillen gegen den allmählichen Niedergang ihres Ruhmes angekämpft. Die Hollywood-Industrie ist bekanntermaßen grausam zu Frauen, wenn sie älter werden. Das Spektrum der Rollen schrumpfte. Während ihr Name früher auf jedem Festzelt prangte, beobachtete sie das Geschehen nun nur noch von der Seitenlinie aus. Das Telefon klingelte weniger häufig. Trotzdem führte der Rückzug in die Stille nicht zu einem Zustand der Ruhe. Das hat zur Selbstreflexion geführt. Das Ergebnis war, dass sie verletzt wurde. Im Laufe der Jahrzehnte hat Goldie ihren Kampf gegen Angstzustände und Panikattacken immer wieder offen angesprochen. Schon in jungen Jahren war sie einem übermäßigen Leistungs- und Erfolgsdruck ausgesetzt und musste ein Image aufrechterhalten, um das sie nie gebeten hatte. Im Alter von 21 Jahren beschloss sie, sich in Therapie zu begeben. Nicht als Experiment, sondern um sich ganz dem Prozess der Heilung zu widmen. 8 Jahre lang suchte sie regelmäßig einen Psychologen auf und entfernte in dieser Zeit allmählich die Schichten der Angst, die ihr Leben auf subtile Weise beherrscht hatten. In dieser Zeit durchlebte Goldie auch einen tiefgreifenden persönlichen Liebeskummer. Die Scheidung war ihre erste und einzige Scheidung. Ihre Ehe mit Gus Triconis, einem Tänzer und aufstrebenden Regisseur, fand im Jahr 1969 statt. Der Druck Hollywoods und der wachsende Ruhm von Goldie führten schnell zur Auflösung dessen, was als hoffnungsvolle Verbindung begonnen hatte. Obwohl sie nur selten über die Ängste spricht, die sie in diesem Kapitel erlebte, war dies eine der ersten Lektionen, die sie über das emotionale Überleben lernte. Die leise Auflösung ihrer Ehe im Jahr 1976 hinterließ einen Eindruck, der ihr Verständnis für Einsamkeit, für eine zu früh verlorene Liebe und für die emotionalen Kosten, die hinter einem öffentlichen Lächeln liegen, vertiefte. Es sollte noch viele Jahre dauern, bis sie eine dauerhafte Partnerschaft finden würde. Andererseits blieb dieser frühe Verlust im Hintergrund und beeinflusste, wie sie vertraute, wie sie liebte und wie sie ihr Herz in der Zukunft schützte. In der Vergangenheit brachte sie zum Ausdruck, dass die Angst nicht nur ihren Verstand beeinflusste, sondern auch die Kontrolle über ihren Körper übernahm. Es gelang ihr nicht, ihr Zittern unter Kontrolle zu bringen. Ihr Brustkorb spannte sich so sehr an, dass es sich anfühlte, als würde er sich auflösen. Ihr Geist versank in einer so grausamen Dunkelheit, dass es ihr vorkam, als würde sie ertrinken, ganz allein, ohne gehört zu werden, in einem Raum, der voller Licht war. Kämpfe mit der Zeit. Und als ihr Ruhm wuchs, begannen die Schatten sie zu verfolgen. Das Rampenlicht brachte ihr zwar alles, aber es zog sie auch nackt aus.
Später in ihrem Leben begann sie, eine zusätzliche Last auf ihren Schultern zu tragen. Es tut mir leid, es geht nicht um den Verlust von Rollen oder Ruhm, sondern um die Zeit. Ihre Kinder waren während dieser Zeit nicht anwesend. Es gibt Zeit, die durch Flüge, Kulissen und rote Teppiche verloren geht. Sie gab mit brüchiger Stimme zu, dass sie sich wünschte, sie hätte länger dort sein können. Ich habe einige Spiele und Momente verpasst, und das sind die Dinge, die man nie wieder zurückholen kann. Obwohl sie einige Dinge bedauerte, gelang es ihr, eine Familie zu gründen, die voller Liebe war. Ihre Kinder, die inzwischen erwachsen sind, stehen sich weiterhin nahe. Die Liebe bietet jedoch nicht immer Schutz vor Gefühlen der Isolation. Nach dem Tod ihrer Freunde und dem Fortschreiten der Welt stellte Goldie fest, dass sie sich mehr um ihr Vermächtnis als um ihre Karriere kümmerte. Dank ihrer Arbeit mit der Mind-Up Foundation konnte sie ihr Leben retten. Durch die Anwendung von Neurowissenschaften, Achtsamkeit und emotionaler Erziehung konzentrierte sie sich darauf, Kindern dabei zu helfen, ihr eigenes Gehirn zu verstehen und die Fähigkeit zu entwickeln, sich von Widrigkeiten zu erholen. Außerhalb des Ruhmes gab ihr das einen Sinn. Aber selbst inmitten ihrer Fürsprache erlebte sie gelegentlich den Schmerz, übersehen zu werden. Ich hatte nie den Wunsch, berühmt zu werden, sagt sie. Mein einziger Wunsch war es, Freude zu erleben. Mit zunehmendem Alter hat sich das Glück jedoch zu einem eher gedämpften und zerbrechlichen Konzept entwickelt. Die Tage sind nicht immer schlecht. Ein Tag, der mit Lachen, der Gesellschaft der Enkelkinder, sanfter Musik und der Gemütlichkeit des Zuhauses gefüllt ist. Auf der anderen Seite gibt es Tage, die von Rückblenden in die Vergangenheit geprägt sind, von einer sich verschlechternden Gesundheit und von Erinnerungen, die nicht mit Wärme, sondern mit einem scharfen Stich zurückkommen. Sie kämpft immer noch einen aussichtslosen Kampf mit ihrer Sehkraft. Der graue Star ist zwar behandelbar, aber er ist nur eine Komponente der körperlichen Belastung. Das Älterwerden führt zu einem Gefühl der Erschöpfung und Zerbrechlichkeit sowie zu einem allmählichen Verlust der Unabhängigkeit. Die Häufigkeit der öffentlichen Auftritte hat abgenommen. Wenn sie schließlich auftritt, kommentieren die Fans, wie strahlend sie ist. Aber nur wenige wissen, wie viel Mut es erfordert, einfach über eine Bühne zu gehen. Im Inneren ist da immer noch das Mädchen, das einfach nur tanzen wollte, das nie davon geträumt hatte, eine Ballettschule zu eröffnen, das allein auf der 10th Avenue in New York City stand, ohne einen Platz zum Schlafen und es trotzdem geschafft hat, es zu schaffen. Zweifellos ist dieses Mädchen nie gegangen. Sie ist ganz einfach älter geworden. Es ist möglich, dass die herzzerreißendste Wahrheit von allen ist, dass die Welt, je mehr sie ihr gab, desto mehr vergaß, wie viel sie selbst trug. Die Essenz von Goldie Hawn. Eine Frau von außergewöhnlicher Tiefe und nachgiebiger Widerstandsfähigkeit und einem Herzen, das immer noch nach stiller Freude sucht, ist das, was bleibt, wenn der Applaus abgeklungen ist und die Kameras aufgehört haben zu drehen. Sie sucht nicht nach Sympathie, sondern möchte, dass man sich an sie erinnert. Nicht nur wegen des Lichts, das sie in die Welt brachte, sondern auch wegen der Dunkelheit, die sie ertrug. Und es ist möglich, dass dies die tiefgründigste Vorstellung ist, die sie je gegeben hat. Goldie Hawn, die jetzt 80 Jahre alt ist, lebt ein Leben, das nicht mehr an Auszeichnungen oder Premieren gemessen wird, sondern an friedlichen Morgen, entspannten Gesprächen und dem fröhlichen Chaos, das durch das Lachen ihrer Enkelkinder entsteht. Sie lebt abseits von Glanz und Glamour in Hollywood, umgeben von der Natur und ihrer Familie. Und sie hält sich an den wenigen Dingen fest, die ihr immer Frieden, Liebe, Einfachheit und Präsenz gebracht haben. Auch wenn ihre Tage jetzt langsamer sind, sind sie nicht leer. Sie beginnt ihren Tag mit einer Haltung der Dankbarkeit, führt eine stille Meditation durch und spaziert durch ihren Garten, als wäre jede Blume ein Gedicht, das speziell für sie geschrieben wurde. Die Lektion, die Goldie gelernt hat, ist, dass die wahre Quelle der Erfüllung nicht darin liegt, von Millionen von Menschen gesehen zu werden, sondern vielmehr darin,
von einigen wenigen Auserwählten auf eine tiefe und echte Art und Weise gekannt zu werden. Goldie war in all den Jahrzehnten des Wandels, der Triumphe und Prüfungen, die sie durchgemacht hat, nie ganz auf sich allein gestellt. Ihr Lebenspartner, der Schauspieler Kurt Russell, ist seit mehr als 4 Jahrzehnten an ihrer Seite, eine Liebesgeschichte, die allen Widrigkeiten in Hollywood trotzte und auch ohne Eheringe gedieh. Eines der am längsten bestehenden und am meisten bewunderten Paare Hollywoods sind Goldie Hawn und Kurt Russell. Ihre Beziehung, die 1983 begann, ist in der Unterhaltungsbranche zu einem Modell für dauerhafte Liebe geworden, obwohl sie nie rechtlich verheiratet waren. Ihre Beziehung basiert auf gegenseitigem Respekt, einem gemeinsamen Sinn für Humor und einer unverbrüchlichen Bindung, die sich durch jahrelange Elternschaft, ein gemischtes Familienleben und öffentliche Kritik herausgebildet hat. Die Chemie zwischen den beiden ist im Laufe der Jahre immer stärker geworden, sowohl auf als auch abseits der Leinwand. Ihre Romanze begann erst, als sie Anfang der 1980er Jahre während der Arbeit an Swing Shift wieder zusammenkamen, obwohl sie sich 1966 am Set von The One and Only Genuine Original Family Band kennengelernt hatten. Die Schauspieler Kate Hudson und Oliver Hudson, Goldies Kinder aus ihrer früheren Ehe, sowie ihr Sohn Wyatt Russell, ein ehemaliger Eishockey-Profi und heutiger Schauspieler, bilden ihre enge Familie. Die Menschen wissen um die Nähe der Familie und die Werte, die sie teilen. In der Öffentlichkeit bringen Kate und Oliver häufig ihre Bewunderung für Goldie und Kurt zum Ausdruck und begründen ihre Bewunderung mit den Lektionen, die sie über Liebe, Authentizität und die Bedeutung des Lachens gelernt haben. Anlässlich Kurts 74. Geburtstag, der im März 2025 stattfand, schrieb Kate Hudson eine rührende Hommage an ihn, in der sie ihn als ihren loyalen Beschützer, Wilden Man, brillante Vaterfigur und Familienanker bezeichnete. In Interviews sprach Goldie offen über ihre Entscheidung, Kurt nicht zu heiraten, und erklärte, dass das Glück, das sie zusammen erlebt haben, zum großen Teil darauf zurückzuführen ist, dass sie frei und unabhängig sind. An einer Stelle sagte sie, wir waren beide schon einmal verheiratet. Wir sind zufrieden mit der Entscheidung, die wir getroffen haben, um weiterhin zusammen zu sein. Was bringt es, noch einmal zu heiraten, wenn keiner von uns beiden in der Lage war, es zum Laufen zu bringen? Das Paar nimmt seine Kinder und Enkelkinder weiterhin mit an den Strand, zu Familienessen und zu Veranstaltungen, die auf dem roten Teppich stattfinden. Sie sind stolz auf ihre Rolle als hingebungsvolle Großeltern und genießen ihr Leben abseits des Rampenlichts ebenso sehr wie im Rampenlicht. Sie sind häufig mit ihrer wachsenden Zahl von Kindern zu sehen. Ihr Leben zu Hause ist von so viel Lachen, Wärme und Spontaneität erfüllt, dass es schwer zu beschreiben ist. Goldie und Kurt haben nicht nur ein bleibendes Vermächtnis in der Welt von Hollywood hinterlassen, sondern auch ein familiäres Vermächtnis, das anderen als Quelle der Inspiration dient. Dieses Vermächtnis zeigt sich darin, wie sie in der Küche tanzen, Mahlzeiten für die ganze Familie zubereiten oder an Geburtstagen herzliche Trinksprüche ausbringen. Trotz der Tatsache, dass sie dazu neigt, sich aufzulösen, zeigt ihre Welt weiterhin eine stabile und verwurzelte Präsenz. Es ist ihnen gelungen, eine gemischte Familie zu gründen, ein Leben in stiller Stärke aufzubauen und zu zeigen, dass echte Partnerschaft in alltäglichen, verlässlichen und dauerhaften Momenten gelebt wird und nicht nur auf dem Papier steht. All das haben sie gemeinsam erreicht. Noch immer ist sie bei Mind-Up beschäftigt, das sich zu einem bedeutenden Akteur im Bereich der psychischen Gesundheit von Kindern entwickelt hat. Dank ihrer Führung konnte das Programm mehr als 7 Millionen Kinder auf der ganzen Welt erreichen und ihnen die Mittel an die Hand geben, die sie benötigen, um sich zu konzentrieren, Ängste zu überwinden und an ihren eigenen Wert zu glauben. Dieser Effekt reicht nicht einmal annähernd an das Einspielergebnis eines jeden Goldie-Films heran.
Zweifellos hat sie ein bemerkenswertes Werk geschaffen, doch was wirklich hervorsticht, ist der Geist, der diesem Werk zugrunde liegt. Ihr ganzes Leben lang hat sie nicht nur gelacht, sondern sie hat es mit Mut, Überzeugung und der unerschütterlichen Überzeugung getan, dass Freude nicht etwas ist, das einem einfach passiert. Sie hat ihr ganzes Leben lang gelacht. Es ist etwas, das man durch das Durchstehen von Widrigkeiten, durch die Entscheidung, widerstandsfähig zu sein und durch eine bewusste Entscheidungsfindung entwickeln kann. Die Wirkung ihrer Arbeit ist über die Grenzen von Klassenzimmern und Computerbildschirmen hinaus zu spüren. Ein Zeichen der Hoffnung und der Wiedergeburt. In der kreativen Gemeinschaft wird sie von ihren Zeitgenossen als Sinnbild für Aufrichtigkeit und Wiedergeburt angesehen. Sie ist ein lebendes Beispiel für Frauen, dass Schönheit zeitlos ist und dass eine Stimme, die aufgrund von Altersdiskriminierung zum Schweigen gebracht wurde, im Laufe der Zeit weiterhin einen bedeutenden Einfluss haben kann. Und Goldie Hawn ist ein Symbol der Gnade, verpackt in Hoffnung für den Durchschnittsmenschen, insbesondere für diejenigen, die im Stillen ihre eigenen unsichtbaren Kämpfe austragen, sagte Goldie Hawn. Auch wenn sie nicht mehr Gegenstand von Blockbuster-Filmen oder das meistdiskutierte Thema in der Boulevardpresse ist, hat ihr Glanz zweifellos nicht nachgelassen. Anders ausgedrückt, sie hat sich nach innen gewandt und strahlt dort am hellsten, wo sie am meisten zählt. Die Geschichte von Goldie Hawn ist nicht mehr die einer Berühmtheit, sondern die einer Bestimmung. Und sie ist eine Geschichte der Wirkung und nicht des Lobes. Diese beiden Aspekte sind wichtig. Sie hat ein Vermächtnis hinterlassen, das sich sehen lassen kann und auch heute noch hell leuchtet. Es ist äußerst ungewöhnlich, dass sich das Alter lautstark ankündigt, wenn es auf eine Weise eintritt, die nicht unbedingt gefährlich ist. Die allmähliche Ankunft ist gekennzeichnet durch längeres Schweigen, langsamere Schritte und das allmähliche Verschwinden des Lichts, das einst hell war. Sie war eine Frau, deren Lachen einst die Kinosäle erfüllte und deren Freude einst über die Leinwände tanzte. In einem Moment, der viele Menschen in Trauer versetzt hat, erfährt die Welt nun die erschütternde Nachricht vom Tod von Goldie Hawn, einer Frau, deren Lachen einst die Kinosäle erfüllte. Ihre gegenwärtige Welt ist durch eine tiefe Stille und einen Verlust der Sehkraft gekennzeichnet, beides eine Folge des Zeitablaufs und des Alterns. Der Gedanke, dass jemand, der so viel Licht in die Welt gebracht hat, nun seine Tage im Schatten verbringen muss, ist grausam und unverständlich. Mitzuerleben, wie das Symbol des Glücks allmählich in der Versenkung verschwindet, gehört zu den erschütterndsten Dingen, die ein Mensch in seinem Leben erleben kann. Dennoch wird diese Melancholie von einem Gefühl der Ehrfurcht begleitet. Zeit ihres Lebens war Goldie Hawn ein leuchtendes Beispiel für Schönheit, die über die Oberfläche hinausgeht, für Anmut im Angesicht von Widrigkeiten und für Stärke in der Verletzlichkeit. Und obwohl sie nicht mehr im Rampenlicht steht, strahlt ihr Geist, der sanftmütig, kämpferisch und leuchtend menschlich weiterhin durch jede Seele, die sie berührt hat. Leben mit 80. Mit ihren 80 Jahren ist Goldie Hawn ein lebendes Beispiel für Glück, Weisheit und Energie. Goldie glänzt weiterhin auf ihre eigene Art und Weise. Obwohl sich viele Berühmtheiten ihrer Generation aus dem Rampenlicht zurückgezogen haben. Dies geschieht nicht durch häufige Medienauftritte oder endlose rote Teppiche, sondern vielmehr durch ihre unerschütterliche Authentizität, ihr inneres Leuchten und ihre Leidenschaft für ihre Ziele. Goldies einzigartige Qualitäten, wie ihr ansteckendes Lachen, ihre funkelnden Augen und ihr sardonischer Witz, sind immer noch offensichtlich. Aber jetzt gibt es eine tiefere Ruhe, die von einer Frau ausgeht, die gelebt hat, die gelernt hat und die den Frieden der Verstellung vorgezogen hat. Ihre Entscheidung, das Ziel über den Ruhm und das Wohlbefinden über die Eitelkeit zu stellen, hat es ihr ermöglicht, allen Klischees über das Altern in Hollywood zu trotzen. Sie ist jetzt 80 Jahre alt. Was ihre körperliche Erscheinung betrifft, so ist sie immer noch lebhaft und energiegeladen.
In der warmen kalifornischen Sonne sieht man sie oft beim Yoga, beim Radfahren mit Kurt oder bei Spaziergängen. Achtsamkeit, Meditation und Tanzen haben ihr geholfen, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich jugendlich zu bleiben. Sie wirbt immer noch für Mind Up, die Initiative, die sie zusammen mit der Goldie Hawn Foundation ins Leben gerufen hat. Ein Programm namens Mind Up bietet Kindern auf der ganzen Welt ein Training für Resilienz und emotionale Kompetenz. Sie ist mehr als nur eine Rednerin, wenn es um psychische Gesundheit geht. Sie ist nachdenklich, was ihre Spiritualität angeht, ohne dabei abgehoben zu sein. Trotz ihres fortgeschrittenen Alters glaubt sie immer noch an Liebe, Lachen, den Wert von Familienmahlzeiten und die Bedeutung ungeplanter Momente der Dankbarkeit. Je älter man wird, desto mehr erkennt man, dass Glück nicht von dem kommt, was man hat, sondern von dem, was man loslässt, sagte sie kürzlich in einem Interview. Auch wenn Goldie nicht auf der Suche nach Aufmerksamkeit ist, so passt diese doch perfekt zu ihr, wenn sie findet. Sie zeigt, dass 80 nicht das Ende eines Kapitels ist, sondern ein weiser Friar. Goldener Anfang, ob sie nun Interviews gibt, mit ihren Enkeln abhängt oder mit Kurt in der Küche tanzt. Was denken Sie über das Leben von Goldie Hawn? Bitte teilen Sie bei uns Ihre Gedanken in den Kommentaren mit. Wenn Goldie Sie heute motiviert hat, klicken Sie bitte auf Gefällt mir, abonnieren Sie unseren Kanal und tippen Sie auf die Glocke, damit Sie keine weitere inspirierende Geschichte verpassen, bei der Sie Wow sagen.